Willkommen zu Yarn Over Berlin. Wir sind in Berlin Mitte im wunderschönen Wollgeschäft von Marion und Steffi. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Ja, hallo Calypso, danke, dass du hier bist und dass du uns mit reinnimmst in dein Video. Ich bin Marion, ich bin eine der wenigen waschechten Berlinerinnen, die in dieser Stadt noch sind. Das sind ja alles Zugezogene. Und ich habe in Vorbereitung überlegt, wie lange ich schon stricke. Das sind 50 Jahre. Ich bin Ende 50 und ich habe sehr jung angefangen. Habe erst das Häkeln gelernt von meiner Oma und dann das Stricken von meiner Mutter. Und ich habe nie aufgehört zu stricken und ich wusste immer, irgendwann habe ich ein Wollgeschäft. Sehr schön. Ja, möchtest du gerne dich anschließen? Ja, ich bin Steffi, ich bin die andere Hälfte von diesem schönen Wollladen. Ich bin keine waschechte Berlinerin, aber eine waschechte Münchnerin und ich stricke auch seit, lass mal überlegen, wahrscheinlich genauso lange wie du. Ich habe es in der Schule, in der Grundschule gelernt und seitdem auch nie aufgehört, also mehr oder weniger. Mir war das nicht so klar mit dem Wollgeschäft, aber als ich dann hier nach Berlin gezogen bin von München dann und Marion kennengelernt habe, da kam der Gedanke eigentlich ziemlich schnell. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist es auch zu zweit ein Wollgeschäft zu führen? Denn die meisten sind einköpfig geführt, Ja. aber ihr seid zweiköpfig. Wie ist das so in der Praxis? Wie ist eure Erfahrung? Also schuld an dem Ganzen sind Jess und Cassidy, das amerikanische Paar, das einst, ich glaube in 2006, 2007 Ravelry gründeten. Das Online-Portal. Wir haben uns dort online kennengelernt und irgendwie kurz später in Berlin bei einem Stricktreff getroffen und haben uns dann bei mehreren privaten Stricktreffs gesehen und waren durch Ravelry angefixt irgendwie auf die internationale Strickwelt. Es war irgendwie ganz was anderes, es gab andere Arten abzunehmen, zuzunehmen, von oben nach unten zu stricken. Andere Garne vor allem auch. Also diese handgefärbten Garne, die gab es da schon viel früher. Ja. Ah, okay. Ja, also sehr interessant. Und übers Internet eigentlich kennengelernt und dann ist die Freundschaft dann in die wahre Welt dann übergegangen. Ja, wir haben uns dann bei einem der Berliner Stricktreffs also wirklich getroffen und dann haben wir uns immer von unseren Urlauben aus Übersee Garn mitgebracht, abwechselnd. So sind wir auf den Geschmack irgendwie gekommen und dann haben wir gesagt, das müssen wir doch mal irgendwie allen hier zur Verfügung stellen, dass man auch andere schöne Wolle bekommen kann. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch einen Online-Shop zusammen. Ah, das ist schön, also erst online. Und dann hatten wir einen Online-Shop, den wir hatten ja beide noch unsere Jobs und haben also hauptamtlich, sag ich mal, oder hauptberuflich in anderen Jobs 40 Stunden die Woche gearbeitet und nebenbei aus dem Keller quasi die Wolle verkauft und verschickt. Ja. Okay, also wirklich sehr leidenschaftlich. Genau. Und irgendwann wurde das im Keller, der Keller wurde zu klein und der war nicht klein, aber der wurde zu klein. Und dann haben wir diesen wunderschönen Laden hier gefunden irgendwie. Seit 2009 haben wir das erste Mal für Rochi Locatelli Tests gestrickt und haben da also verschiedene Tests gemacht, auch für Stephen West und für Anke und für alle möglichen Menschen haben wir Tests gestrickt. Natürlich immer versucht, auch mit unseren eigenen Garnen das weiterzuentwickeln. Und dann kam wirklich so die Idee auf, Mensch, es gibt so viele Strickfestivals. Wir hatten auch das große Glück, dass wir zweimal in Rhinebeck waren, in den USA. Und sowas müssen wir unbedingt hier auch mal machen. Und da waren Strickfestivals in Deutschland noch nicht so verbreitet. Es gab Backnang, es gab Hamburg, genau, Hamburg hat kurz vor uns angefangen, sodass wir dann 2015 das erste Mal in einem alten, ausgedienten HU-Supermarkt an der Janowitzbrücke Berlin-Nitz machen konnten und tatsächlich aus Argentinien Rochi eingeflogen ist, Vera aus Finnland, Steven kam vorbei als Gast und dann haben wir also ein paar Workshops, ein paar Aussteller gehabt und haben auch Jan Over hatte auch einen Stand da damals. Steven hat gearbeitet bei uns. Genau. Und dann haben wir das 2017 nochmal wiederholt. Zwar nicht in dem alten HU-Supermarkt, sondern im Forms Campus hier in der Nähe am Nordbahnhof, also quasi in einer Schule. Da hatten damals witzigerweise Jana und Julia auch einen Stand. Frieda Fuchs hatte einen eigenen Stand. Wir hatten auch einen Stand hier mit Jan Over. Ja, und das war nochmal ein bisschen größer, ein bisschen mehr. 2017, genau, dann wollten wir das eigentlich wieder machen. Dann kam aber leider Corona dazwischen. Gott sei Dank hatten wir da keine genaueren Pläne, weil das wäre ziemlich in die Hosen gegangen. Aber jetzt, endlich, haben wir eine schöne Location gefunden. Und jetzt, endlich, dieses Jahr im Oktober, wird es wieder ein Berlin-Nitz geben. All die Jahre, es sind 8 Jahre jetzt dazwischen, sind wir permanent gefragt worden, macht ihr wieder, macht ihr wieder, macht ihr wieder. Und jetzt endlich können wir sagen, ja, wir machen es wieder. Im Titanic Hotel in der Chausseestraße, die haben ein schönes Convention Center. Da wird es Berlin-Nitz geben mit mindestens
ich sag mal 40 bis 50 Aussteller. Die Ausstellerliste wird ziemlich bald veröffentlicht. Designer werden da sein, Rochi wird wieder da sein, Vera wird da sein, Isabel, Krämer wird da sein, Rilili, Sari, Susu, Natasja, Hornby, Moonstruck Mermaid, da freue ich mich sehr drauf. Melanie Berg. Ja, Da freuen wir uns auch ganz arg drauf. Also das ist aber eine Sache, die wir nebenbei, neben diesen beiden Firmen noch stemmen müssen, wollen. Wir freuen uns da wahnsinnig drauf. Aber es Deswegen ist die Website auch noch nicht fertig, aber sie kommt ganz bald. Ja. Und sie wird heißen www.birdandknits.com. Ja, was liebt ihr denn so am Stricken? Was macht so großen Spaß daran? Mit seinen Händen was zu kreieren, was du am Ende dann auch siehst, das Ergebnis. Und es entspannt auch, also die meiste Zeit, wenn die Anleitung gut ist oder wenn man keine braucht, dann entspannt es auch richtig. Ja, mich zumindest. Ja. Und es füllt auch so ein bisschen tote Zeit. Das heißt, in der Bahn, beim Zahnarzt, beim Friseur kann ich mir gar nicht vorstellen, dort nicht zu stricken, wenn man im Wartezimmer sitzt. Andere spielen am Handy, ich finde Stricken schöner. Ja, was strickst du am liebsten? Ach, kann ich gar nicht sagen. Ich stricke wahnsinnig gerne auch Socken zwischendurch. Das wäre mein To-Go-Projekt, ganz einfache Plain Vanilla Socks. Und es müssen immer verschiedene Projekte sein. Also ich kann nie nur ein Projekt auf den Nadeln haben, weil ich immer irgendwie eins gute Laune, buntes, dann eins, wo ich nicht nachdenken muss, eins, wo, wie Marion sagt, wo man so ein bisschen nachdenken muss, mindestens. Ja, das ist bei mir genauso auch ein Projekt für jede Lebenssituation. Ja, und ich limitiere mich da auch nicht. Also ich fange dann auch nicht an, dass ich darf jetzt nichts, wenn ich das nicht, das ist mir egal, ich schlag. Einfach anschlagen. Ja, und meistens habe ich dann auch nicht das richtige Garn, obwohl ich ein Wollgeschäft habe. Und dann färbe ich mir halt Schnur. Ja, aber das ist natürlich extra klasse, wenn man das kann. Ja. Habt ihr dann zu Hause auch einen Vorrat oder ist euer Vorrat der Laden? Da reden wir nicht drüber. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also da sind dann natürlich auch ganz viele Sachen, die wir uns in den Jahren mitbringen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte bei Steffi und Marion in Janover Berlin, in Berlin Mitte. Es hat ganz großen Spaß gemacht, über euch zu erfahren, über euch mehr zu lernen, euch besser kennenzulernen. Und ja, bleibt dran. Bis gleich von meiner Seite. Wir bedanken uns bei dir. Wir bedanken uns und bei auch, euch. genau. Und dann bis bald hier im Laden oder spätestens im Oktober. 4. und 5. Oktober. Berlin-Nitz. Berlin-Nitz nicht vergessen, auf jeden Fall in den Kalender eintragen. Tschüss. Tschüss. Danke.